Herzlich willkommen zu unserer neuen YouTube-Reihe im Fokus. In dieser werden wir Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder Einblicke in unsere Ausstellung, unser Depot und unser Außengelände in kleinen 5- bis 10-minütigen Videos bieten. Mein Name ist Carsten Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Deutschen Marinemuseum Wilhelmshaven und darf heute die erste Folge für Sie präsentieren. In der heutigen ersten Folge möchte ich Ihnen das 2 cm Flakgeschütz 30 und den dazugehörigen Drucktopf vorstellen. Dieses ist gut sichtbar auf den Drucktopf aufmontiert und war Bestandteil von U1, einem Typ 2 U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Boot sank 1940 in der Nordsee und wurde 2006 durch einen niederländischen Fischer gefunden und geborgen und fand so seinen Weg zu uns ins Deutsche Marinemuseum. Das 2 cm Flakgeschütz 30 aus unserer Ausstellung gehört zu U1, einem U-Boot des Types 2. Diese U-Boote wurden aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrages, dieser verbot Deutschland den Bau und die Entwicklung von U-Booten, durch ein deutsches Konstruktionsbüro in den Niederlanden entworfen und ab 1935 dann in Deutschland gefertigt. Damit sind die Boote des Types 2 die ersten Boote, die nach dem Ersten Weltkrieg wieder auf deutschen Werften vom Stapel gelaufen sind. U1 als erstes Boot ist am 15. Juni 1935 vom Stapel gelaufen und bereits 2 Wochen später in Dienst gestellt worden. Bis 1939 hat es seinen Dienst als Schul- und Ausbildungsboot bei der U-Flottille, U-Lehrflottille bzw. bei der Unterseebootschule geleistet und erst mit Kriegsbeginn 1939 ging es in die Frontverwendung. Die Frontverwendung des Bootes U1 begann erst 1940 und zwar mit 2 Feindfahrten in der Nordsee. Eine davon stand im Zusammenhang mit dem Unternehmen Weserübung, der Besetzung Dänemarks und Norwegens durch die deutschen Truppen. Versenkungen gelangen dem Boot und seiner Crew nicht, jedoch auf der zweiten Feindfahrt, von der kamen sie nicht zurück. Wahrscheinlich ist U1 am 8. April 1940 auf eine britische Minensperre gelaufen und gilt als Totalverlust, das heißt, es gab keine Überlebenden. Die insgesamt 50 gefertigten Boote des Typs 2 in den Ausführungen A, B und C überstanden größtenteils die Dauer des Krieges und versenkten sich erst mit Kriegsende selbst. Einzig 8 Boote gingen durch Feindkontakt verloren. Zudem gibt es eine ganz interessante Episode, denn es wurden 1941 6 dieser Boote im Fluss- und Bahntransport nach Constanța, also nach Rumänien, verbracht, um dort als 30. U-Boot-Flottille im Schwarzen Meer Einsätze zu fahren. Diese Boote, eines davon wurde erst vor wenigen Jahren vor der türkischen Küste wiedergefunden, war der einzige wirkliche scharfe Einsatz der Boote. Ansonsten wurden diese auch im Krieg größtenteils als Schul- und Lehrboote verwendet. Das hier ausgestellte Flakgeschütz 30 hat seinen Namen nicht umsonst. Es ist ein Produkt der Firma Rheinmetall und wurde im Jahr 1930 entwickelt. Allerdings nicht direkt von Rheinmetall, auch dort war der Versailler Vertrag mit seinen Bestimmungen sozusagen maßgebend, sondern von der Munitionsfabrik bzw. Patronenfabrik Solothurn in der Schweiz, ein Unternehmen, was Rheinmetall extra für den Zweck der Entwicklung und Fertigung von Waffen erworben hatte. Dort fungierte die Waffe unter dem Namen Solothurn MK ST5, ist aber im Grunde baugleich mit dem hier ausgestellten Modell. Die Waffe ist vollautomatisch und hat ein Magazin mit 20 Schuss. Das ist auch einer der Gründe, weshalb diese Waffe durchaus kritisch gesehen wurde, da mit diesem wenigen Munitionsvorrat natürlich sehr gezielt geschossen werden musste. Die Kadenz der Waffe ist ebenfalls eher langsam, weshalb sich im praktischen Einsatz herausstellte, dass mit diesem Flakgeschütz eigentlich nur langsam fliegende Torpedobomber, Doppeldecker zu bekämpfen waren. Modernere, schnelle Bomber konnte man mit dieser Waffe allein aufgrund der Höhe und der Schussfolge eigentlich nicht bekämpfen. Zudem neigte diese Waffe zu Ladehemmungen, weshalb es nicht selten vorkam, dass das U-Boot sozusagen wehrlos gegenüber Luftbedrohungen war, da die Waffe nicht einsatzfähig war. Aus dieser Waffe wurde dann die viel häufiger gebaute und stärker eingesetzte Variante C38 entwickelt, die wir allerdings nicht im Museum besitzen. Das Flakgeschütz
30 ist gut sichtbar montiert auf einem sogenannten Drucktopf. Dieser Drucktopf diente zum Verlasten und zum Transportieren des Geschützes in zerlegten bzw. teilzerlegten Zustand. Das heißt, man konnte damit wasserdicht und druckdicht das Geschütz auf längeren Marschfahrten mitführen, ohne dass es dem aggressiven Salzwasser ausgesetzt war. Das hatte natürlich auch so seine Nachteile. Das heißt, man musste es nach Auftauchen erst montieren, das dauerte so seine Zeit. Und in dieser Zeit war man nicht geschützt gegen Luftbedrohungen und hatte natürlich auch Probleme, schnell abzutauchen, falls gegnerische Flugzeuge oder Schiffe aufkamen. Man kann mit diesem Geschütz, wenn es montiert ist, ohne weiteres auch tauchen. Es wurde halt in diesen Drucktopf nur verstaut, wenn man längere Marschfahrten vor sich hatte, um es halt zu schützen. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ist eigentlich der Drucktopf so viel stärker korrodiert und sieht sozusagen so aus, als hätte er 70 Jahre auf dem Meeresgrund gelegen und unser Geschütz sieht dementsprechend fast fabrikneu aus oder doch zumindest noch gut in Schuss, dann sieht man einfach, wie gut und wie dicht dieser Drucktopf gehalten hat, denn die Waffe hat die 70 Jahre auf dem Meeresgrund in diesem Drucktopf verbracht, war gut eingefettet, das war sie sowieso immer und dementsprechend sieht die Waffe so gut in Schuss aus, währenddessen der Drucktopf sozusagen die Spuren der Zeit an sich hat. Nun möchte ich Ihnen das Flakgeschütz 30 ein wenig im Detail präsentieren. Ganz offensichtlich haben wir natürlich den Aufbau auf dem Drucktopf. Der Drucktopf ist daher nicht nur für den Transport in Verwendung, sondern dient auch als Teil der Lafette, um eine gewisse Höhe zu bekommen, damit der Schütze im Stehen bzw. relativ aufrecht die Waffe bedienen kann. Zudem haben wir eine Schulterstütze, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Schütze positioniert sich in der Mitte dieser Schulterstütze mit beiden Schultern und hat noch einen hier nur noch in Teilen vorhandenen Riemen, in den er sich sozusagen hineinlegt, um, wenn er nach oben in den Himmel zu schießen oder zu beobachten, sozusagen nicht das Gleichgewicht verliert. Wir haben zudem zwei große Verstelldrehräder für die Höhenverstellung der Lafette. Damit kann man das Geschütz noch in einem gewissen Bereich höher oder niedriger stellen. Und auf der linken Seite haben wir die Munitionszuführung und spiegelverkehrt auf der anderen Seite haben wir den Hülsenauswurf für die Geschosse. Die verschwinden dann mehr oder minder einfach im Meer. Direkt an der Schulterstütze sehen Sie noch die Griffe. Diese Griffe dienen tatsächlich mit Abzug zum Bedienen der Waffe und zum Abfeuern der Waffe. Als letztes möchte ich Sie noch auf die Visierung hinweisen. Die befindet sich oben auf der Waffe. Sie sehen die ganz gut durch dieses Fadenkreuz, dieses angedeutete. Diese hat noch verschiedene Markierungen für diverse Haltepunkte, um verschiedene Luftfahrzeuge in verschiedenen Höhen und Entfernungen bekämpfen zu können. Viel mehr möchte ich gerade gar nicht zu dieser Waffe sagen. Eines noch, man kann hier sehr gut auch die Zerlegbarkeit der Waffe sehen. Zum einen vorne am Geschützrohr, dieses kann man einfach mit einem Überverschluss rausdrehen, als auch der Schulterstütze bzw. am Abzug. Diese Teile sind demontierbar, um sie in dem, wenn man sich die Gesamtlänge der Waffe anguckt, doch relativ begrenzten Drucktopf zu platzieren. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und war informativ. Wenn Sie auch für die nächsten Folgen nichts verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie die Glocke oder folgen Sie uns auch einfach auf unseren anderen Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram.